Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Zestiria. In der letzten Folge waren wir auf Erkundungstour im anderen Gebiet noch. Wir haben ein bisschen was gefunden, entdeckt, Gebiete freigeschaltet und ja, sind dann zuletzt an diesem Punkt gewesen. Dann hat sich die Aufnahme gestartet. Bin hier lang gegangen, hab hier abgespeichert, bin dann rein. Und dann ging auch die Story schon weiter. Und in dem Moment hat sich meine Festplatte mal wieder verabschiedet, was natürlich nicht so cool kam mit dem Aufnehmen. Darum nicht wundern, warum ich jetzt hier stehe und nicht hier stehe, wo ich zuletzt aufgehört hatte. Es ist nicht viel passiert. Wir haben hier nur eine Truhe gefunden und zwei neue Gegner. Einmal ein Stinktier und einen verbesserten Falken quasi. Also alle Stufe 25 normale Gegner, nix Weltbewegendes. Und ja, jetzt gehen wir noch mal rein und ich hoffe, dass meine Festplatte sich jetzt wieder beruhigt hat. Ansonsten gibt es Schläge. Ich wurde schon teilweise, die Aufnahme habe ich leider schon gelöscht. Wow. This place is huge. Yes, Pendrago is the largest city on the Glenwood continent. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil ich bin da richtig ausgerastet wegen der Festplatte. Naja. Erstmal hier sprechen. Zack, das war ein neuer Norman, den hatte ich da auch schon gefunden. So, den Justice haben wir jetzt auch. Und jetzt hier prüfen. Zack. What a resplendent fountain. Yeah, it's one of the famous sights of Pendrago. I don't know a lot about it, but supposedly the water's piped in from afar through an underground channel. Oh, I see. So much work for something that doesn't even serve any purpose. Stupid, simple humans. Well, considering their lack of seraphic arts, I think their technological advancement is commendable. Useless, pointless, waste of effort. It's also known as the Fountain of Wrath. Wrath? Why do they call it that? Something with the piping's all messed up. Every now and then. Like that. Oh dear. Stupid, stupid humans. So, weiter geht's. Ah, neue Waren, das ist auch gut. Oh, ach ja, genau. Genau hierhin bin ich gekommen und dann ist die Scheiße abgekackt. Oh, bin ich ausgerastet, ey. Sergei! He's one of the Cardinal's subordinates. I tried to apprehend him, but well, you saw what he was like. His movements were incredible. You could tell, right? It was a Hellion. The Cardinal's underling is a Hellion? Then... Forgive me, sir. He's escaped into the Shrine Church. It looks like it's true. I believe he was likely a messenger of... I'm cold. You can blather on inside. Tell us the details after we find shelter from the rain, if you please. Our friends are feeling a bit chilly, and even a seraph can catch a cold. Friends? Not that you could tell, since you can't see them. Forgive me. I should have been mindful of the Seraphim's presence. Let us head for the Knight's Tower. Your wife sure is considerate. Er glaubt immer noch, dass das seine Frau ist. He still thinks they're married. Ja. Können wir jetzt erstmal laufen? Wunderbar. Oh, und eine silberne Truhe. Pfirsichgummi. Hey, ho. Ein Gasthaus. Wohin müssen wir denn als nächstes? Wird uns das hier angezeigt? Geht zum Ritterturm. Wo ist er denn? Der Ritterturm. Na gut, aber erstmal Ware kaufen. Hi. Kaufen. Wunderbar, Pfirsichgummi. Zack, direkt, ups. Wir haben, oh, 20.000 Gold. Dann kaufe ich erstmal 5 hiervon.
Heiliger Trank. Im Besitz ein. Oh, schon wieder direkt neue Ausrüstung. Nice. Nein. Ach, neuer Hut. Nein. Nein. Im Besitz 1, aber der wird uns angeblich stärker machen. Ich kaufe ihn trotzdem mal. Kann man ja immer noch fusionieren. So. Zack. Einmal hier Mikelo. Ach, jedes Mal. Ich mache es jedes Mal. Ich weiß auch nicht warum. So, Dornweste. Ah, was war das? Ach, hier, Diadem. Oh, okay, beide. Oh. Ja, nehmen wir natürlich erstmal den. Zack. Nice. Rose, hat die was Neues? Auch. Das, was er anhat, ist eher auf Max. Boah, Angriff geht. Boah. Oh, jetzt ist die Frage. Nehmen wir das grellpinke Shirt? Oh, Mann, das ist. Boah. Oh, das ist schon nice, ey. 321, Mann. Ah, komm, wir nehmen erstmal die. Finde ich ein bisschen schade, aber... ja, das können wir nehmen. Das ist eh auf Max. Zack, nehmen wir. Okay. Okay. Fähigkeit gegen Drachen. Hoho. Nehmen wir erstmal die. Ich glaube, ihr könnt mir das aber geben, das grellpinke Shirt. Fokus geht ein bisschen runter, Verteidigung auch noch ein bisschen, aber der Angriff geht hoch und ich glaube, ihre Attacken sind auch extrem angrifflastig und nicht Arte, also diese magischen Attacken. Ich nehme es einfach mal. Und er hat auf jeden Fall ein neues Hütchen. Oh, was sehe ich da? Nice. Okay, ein bisschen aufgepäppelt die ganzen Leute hier wieder. Wunderbar. Hier schweben auch überall diese schwarzen Punkte rum. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Aber wir können uns erstmal ein bisschen umgucken. Mal wie immer. Was? Achso. Nee. Neue Entdeckung oder? Ich habe keine Ahnung. Eine Truhe. Im Vergleich zu Highland ist ein Großteil von Rowlands unterversorgt. In der Hauptstadt ist es nicht so schlimm, aber auf den Land leiden viele Leute Hunger. Aha. Ganze Zeit am Regnen hier. Da geht es weiter. Ah, guck mal, hier wieder Turtles. Er hat uns Turtles betrogen. Das ist unverzeihlich. Er sollte sich lieber auf gewaltigen Ärger gefasst machen. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Wunderbar, danke. Abenteurerkarte um die Hauptstadt erhalten. Ich weiß, also wir sollen zum Ritterturm. Jetzt ist die Frage, sind wir hier richtig? Ist das der richtige Weg? Ah ja, da ist der Ritterturm. Nordviertel. Aber hier geht's. Nicht zum Ritterturm, dann gehen wir da auch mal hin. Vielleicht haben wir da noch ein paar Kistchen. Ein paar Truhen. Wo führt es uns hier hin?
Oh, hier, okay, hier. Da brauche ich gar nicht weiter hochgehen, da kommen wir später rein. Ich bin mir ganz sicher, dass man da jetzt noch nicht rein kann. Wenn doch, Pech gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass uns der Weg da blockiert wird erstmal. Was ist das hier? Sieht auch sehr interessant aus. Aber, ich wollte selber um die Ecke gucken, aber hier scheint nichts zu sein. Sieht aber aus, als wird hier ein Bosskampf sein. Sieht zumindest so aus. Kann mich auch täuschen. Platz ist zumindest riesengroß. Gut, dann gehen wir zum Ritterturm. Ah, da ist aber eine Truhe. Guck mal an. Erdbeermürben. Okay. Ein Erdbeermürbeskuchen oder so. Ich hab's gesprochen. Zutritt für Unbefugte nicht gestattet. Dieses verdammte Wetter. Du solltest nach Hause gehen und dir was Trockenes anziehen, bevor du dich erkältest. Ach, das ist gar nicht der Ritterturm. Das ist er. This should be a better place to talk. Did everything go okay? Can we get in the church? I secured the permissions, but after that last incident, I'm afraid we're likely under high scrutiny. So what else is new? They weren't big fans of us in the first place. Yeah, good point. We've got nothing to hide. Let's do it. Look at that. Ever since Rose joined up with us, I feel like Saray has become so much more proactive. Too bad it means that much more trouble for us. Thank you. It was my decision to begin with. And besides, I've really wanted to see the shrine inside the church. There's something about you that reminds me of the Pope. He too would never hesitate to spare expenses for the sake of his people. Oh boy, another masochist. I see. I've prepared lodgings for you. I pray that the Seraphim will also be able to rest well tonight. But Captain, it's been 3 days since last we heard from Boris after his infiltration. I believe we should hurry. Who's Boris? Boris Becker. The rain may be affecting our food supplies, but I shall prepare our famous Drago stew for you. Aren't you the least bit concerned? He's your only brother. I do not wish to burden you with my troubles any more than I already have. Please rest for now. It's a kind offer. Let's take it. We will. Thank you. Ein bisschen Quatschi machen. Ich will dich nicht noch mehr mit meinen Sorgen belasten, als ich es sowieso bereits getan habe. Bitte ruh dich einfach aus. Okay. Hallo? 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 Geht doch. Boris ist Sergeis jüngerer Zwillingsbruder. Er tut immer alles, was er kann, um seinen älteren Bruder zu unterstützen. So, Zwillingsbruder also. Ich will mich ausruhen. Wenn überhaupt, dann ist es Hauptmann Sergei zu ehrlich. Aber deswegen halten wir alle zu ihm. Ja. Ehrlichkeit währt am längsten. Worum wir uns denn jetzt aus? Ich quatsch einfach alle mal ganz kurz an. Ich lese das nicht vor, das kostet zu viel Zeit. Sollen wir wieder hier rausgehen? Vielleicht sollen wir auch ins Gasthaus gehen, ich habe keine Ahnung. Sergei sure seems like a good guy. He is. Though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. We've got plenty of worries of our own. Let's not get hung up on other people's issues. Wir gehen einfach mal ins Gasthaus.
Ah, Phew, ja, ist doch now richtig. that was a meal. Hey, learn some manners. You sure can eat. So can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself. Drago stew, 85 points. My policy is eat while you can. It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. A soldier, huh? Soldier? Aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? That's it for me. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Wind Riders, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true. But then, the Imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Very true. You can even consider them 2 sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. Hey, Dazzle! Warum abgehauen? Warum? I wonder if someone ordered an assassination. Wie kommen wir denn da unten hin? Meine Stimme verlässt mich langsam auch. Wir müssen wieder nach unten laufen. Who? And was she asked to do it by herself? Either way, Oder nach this is oben. bad. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Meine Stimme geht langsam weg. Ach, ist das Nothing Norman? gets Jo, past me. Norman. Wiederherstellung beim erlittenen Schaden. Plus 8. Was denn? SK, okay. Das ist gar nicht so verkehrt. Bei erlittenen Schaden SK. So bleibt man zumindest. Hat man zumindest eine gute Position, wieder neue Attacken machen zu können. Gar nicht mal verkehrt. What's wrong? Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Messedra. Oh, Messedra, oder? You're gonna kill the Pope? Haha. Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. And what if we find out that he's bad? If it's evil, the scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Oh, was that inappropriate?
I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby. We make sure what kind of person our target is first. I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good. I'm starting to understand too. Why she bears no malevolence, that is. Because she's as nuts as he is? Rose would certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Was the Pope the type of person who would just up and start a war? That's certainly not the impression of him we got Eiskalter Kaffee. Ohne Zucker. from Sergei. He's the de facto leader of a powerful Wieder country. He's extrem probably got viel more layers than Story. you'd think. So, wohin geht's jetzt? Sieh dich in der Schreinkirche um. Okay, wo ist die? Schreinkirche. Wenigstens dank den Regen hört man nicht so viele Stimmen von den Menschen. Das ging mir auf in den anderen Städten schon ein bisschen auf den Geist. Das ist der Ritterturm. Nordviertel. Da hinten vielleicht lang, da wo das Ruinenzeichen war. Well, that was easier than we thought. Ja, das ist richtig. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Boah, wie... Ah, oh, ganz schön groß. Sure looks like a small crowd. Keine Truhe. Und keine Truhe. Hier auch nicht. Gut. Hallo. Can you tell me the names of the Seraphim who hold the utmost power, known as the Five Lords? Musif! Oh, and Eumacia! You may see her. and Almanac! Correct. Now, can you tell me the name of the last one, the Seraph who's worshipped here at the Shrine Church? Motelis! That's right. Motelis is the Seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing. The Seraph worshipped at the Shrine Church is Motelis? Wer war das The nochmal? Five Lords, huh? Big movers and shakers. I bet Motelis would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the Five Lords after all. You must be Soray. Welcome to the Roland's Church headquarters. I heard you were to visit. Please, come on in. Immer mehr Story hier. Okay. It's more magnificent than I'd even imagined. The architecture definitely dates it to the height of the Echt era of riesig. Asgard. Glad to see you're impressed, but don't let your guard down. Speicherpunkt. So. This inscription concerns the trial of the shepherd, and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Neue Kräfte? Could the spiritual powers... Be real? Bzz, 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 bzz. Be real, real bees. Oh, bees everywhere. Just possibly. It's like the lettering's meant to tell us something. But it's all gibberish. It must be some kind of code.
Well, it does involve sensitive info. Maybe there's a hint to crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of cipher, and the key to interpreting it is handed down only from pope to pope. So, I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? Aha, mal wieder der Paar. Oh, oh. Sergei! Oh nein. Was passiert? Something's wrong. Let's get out of here. I don't feel so good. What is going on? Will zurück, da war ein It's a Hellions Speicherpunkt. domain, just like when we fought Heldalf. Ich würde sagen, was jetzt gleich passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Es ist ja viel passiert, zumindest von der Story her haben wir einiges erfahren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Aber bevor ich jetzt beende, wenn euch die Folge gefallen hat, Like da lassen. Ein kleines Like würde mich freuen. Ansonsten, ich mache hier einen Break und gleich geht sofort weiter. Also dranbleiben. Bis gleich.